Leute, es ist mal wieder soweit. Willkommen zurück bei Big M und einem neuen Video. Meine Lieben, heute gibt es eine bis zu 10 Kilo fette Bowl. Warum wir die heute selbst kreieren, was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß. Let's go. Meine Lieben, und damit herzlich willkommen nochmal zurück bei Big M und einem neuen Video. Wir sind im Rahmen unserer Wien-Reise natürlich wieder bei Eloa, wo wir damals die Pastrami Challenge in 30 Minuten ganz knapp geschafft haben und danach Lifetime Pass mit einem 5 Kilo Pastrami Corned Beef. Das Ganze habt ihr gefeiert. Das waren Challenges, die legendär sind und auch wirklich knapp und mich wirklich auch teilweise an meine Grenzen gebracht haben. Und heute werden wir mal mit einer eigenen Bowl, die wir aus Deutschland mitgebracht haben, hier versuchen, bis zu 10 Kilo voll zu machen. Wie das Ganze aussieht, das erfahrt ihr jetzt. Und zwar werden wir hier bei Eloa unsere eigene Bowl zusammenstellen. Meine Lieben, wir haben hier wie gesagt das Pastrami schon getestet. Einmal als Sandwich, einmal natürlich als komplettes Corned Beef. Und wir werden uns heute mal, weil ich und ihr darauf Bock habtet, unsere eigene Bowl zusammenstellen. Es gibt hier eine sogenannte Chicken Bowl, Falafel Bowl, Pastrami Bowl, Hühnerbrust Bowl. Wir haben hier kostenloses Essen für die Ewigkeit und wir werden das Ganze jetzt so machen, dass ich mit euch auf YouTube, Twitch, TikTok im Livestream interagieren werde und pro gewisse Like-Ziele, ich sag mal 100.000 Likes auf das Video, auf den Livestream, 1 Kilo Essen an Masse dazukommt. Wie schwer das Ganze dann wird, was hier alles reinkommt, das entscheidet also ihr. Und damit würde ich sagen, legen wir los. Wir suchen die Verantwortlichen, unseren lieben Boris wieder auf, mit dem wir natürlich dann auch zusammen die Bowl erstellen, nachdem ihr entschieden habt, wie groß, wie schwer das Ganze wird. Damit darf ich auch wieder Boris begrüßen. Wie geht's dir? Gut, dir? Ja? Mir geht's super. Ich habe schon gesagt, du hast mich letztes Mal ziemlich fertig gemacht. Ja. Heute mache ich mich entweder, beziehungsweise heute machen mich die Leute fertig. Ich hoff's. Wir haben die 1 Million Likes erreicht. Ja. 10 Kilo Bowl gibt es jetzt. Und damit würde ich sagen, gehen wir zusammen in die Küche. Gehen wir. Und schau mal, was die XXL Big M Mega Eloa Bowl so für uns parat hat, oder? Let's go. Eieieiei. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Guten Appetit. Dankeschön. Also meine Lieben, damit seht ihr, ist es angerichtet, unsere 10 Kilo Big M Eloa Bowl. Von Signatures, ich glaube, da können wir gleich drauf eingehen. Die Lammkoteletts sind tatsächlich Grillgerichte, die man hier extra bestellen kann. Da dachte ich mir, dürfen wir uns nicht nehmen. Und dazu seht ihr Pita-Brot, hausgemacht, was ich schon da drunten sehe. Und danach lassen wir uns überraschen, was noch dazu kommt. Unsere 10 Kilo XXL Bowl, wir gehen rein. Also meine Lieben, damit ist alles angerichtet für unsere XL 10 Kilo Big M Eloa Bowl. Meine Lieben, das Größte, was wir jemals in einer Bowl hatten. Mal schauen, ob wir das Ganze schaffen. Wir gehen rein. Let's go. Wir nehmen erstmal die Gabel, oh ne, wisst ihr was? Wir nehmen erst die Finger und gehen rein in das Lammkotelett. Geil. Boah. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was hättet ihr jetzt hier am meisten gefeiert oder für eure Bowl bestellt? Ich sag mal Pastrami, wofür es natürlich hier steht. Geiles Lammsteak, beziehungsweise Lammkotelett, wobei das ein Signature on top ist. Hähnchen. Falafel. Ja, frisch gegrilltes Lachssteak. Oh, ich glaube, das könnte zu der Bowl richtig geil passen. Wow. Oder die Challenges, die wir hier schon bestritten haben, wofür Eloa eigentlich schon steht. Pastrami. Dafür hat es sich damals gelohnt, hier zu campen. Chicken nochmal rein. Pita-Brot haben wir mit dazu. Und dann kommen wir tatsächlich so ein bisschen zu den, ich sag mal, Sachen, die sich natürlich typischerweise unter so einer Bowl verstecken. Rotkraut, was hier mit dazu gehört. Oh, Möhren sehe ich dazu, die wir uns dazu bestellt haben, klar. Salat. Ordentlich Karotten. Weißkraut. Und ich glaube, es hat sich ein bisschen versteckt. Ich kann euch auch sagen, es ist noch ein warmes Gericht später, was mit dazu kommt. Aber ich würde sagen, ich schaue mal, dass ich hier so ein bisschen, gleich auch so schön ein bisschen durchmixe. Ein bisschen hausgemachtes Pita-Brot mit euch nehme. Denn ich glaube, auch das können wir jetzt geil kombinieren mit so ein bisschen schönen Salat. Und natürlich das, wenn wir den Knochen dazu abmachen, geiles Stück Lamm mit dem hausgemachten Pita-Brot. Geil. Meine Lieben, ich zeige euch, was nachher noch alles in der Bowl ist, denn da versteckt sich noch das eine oder andere, worauf wir später kommen. Aber erstmal rein in unsere oberste Schicht.
Meine Lieben, 11 Minuten on the clock. Wir haben gerade unser erstes hausgemachtes Pita-Brot komplett gegessen und Wrap draus gemacht. Zeige ich euch gleich noch. Aber wir gehen, bevor es zu kalt wird, in unser letztes Lammkotelett rein. Also Real Talk mit dem Pastrami wirklich Signature hier. Das ist wirklich sehr lecker. Was man natürlich auch sagen muss, was natürlich super zu dem Salat passt, ist, wie es viele von euch schon geschrieben haben, was so der Favorite im Salat wäre. Ihr seht, der Lachs, der so zerfällt, ne? Den kann man natürlich auch, ich sag mal, wirklich mit so einer geilen Salatkombination Bowl. Wir kommen jetzt hier nachher immer mehr zu Couscous, hatten wir jetzt da vorne schon. Rote Beete haben wir jetzt hier, was noch mit dazu kommt. Kann man natürlich richtig, richtig geil kombinieren, ne? Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, haben wir nachher auch noch eine Soße mit reingenommen. Ich habe einfach gesagt, einfach mache ich mal eine Soße dazu rein. Ein Salatdressing quasi. Kannte es selber nicht. Normalerweise mache ich zu Hause mal Salatdressing, Balsamico, Olivenöl. Aber ich glaube, es ist tatsächlich hier wie so eine Art Cocktailsoße. Kommt gleich. Ich muss sagen, Falafel ist das, was ich am wenigsten hier nehmen würde. Trifft nicht meinen Geschmack. Wollte auch trotzdem hier mal probieren. Aber, oh ja, da sehen wir schon. Ein bisschen Soße. Ich habe gerade die erste Gabel von dem warmen Gericht abgeholt, zu mir gleich kommen. Eine Schicht, auf die wir euch rollen können. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Vielleicht ja, vielleicht nein. Lasst euch überraschen. Wir gehen mal ein bisschen weiter rein und machen die oberste Schicht von der Bowl weiter leer. Beziehungsweise wir sind schon bei der zweiten und mit dem nächsten Pita-Brot. Meine Lieben, 21 Minuten auf der Uhr und damit sind die nächsten 20 Minuten angebrochen. Oh, wir kommen schon fast da zu unserem nächsten Pita-Brot. Und ich weiß, was sich darunter versteckt, aber wir haben noch jetzt ein bisschen von der Bowl hier. Wir haben ja so ein bisschen von den obersten Sachen, wie jetzt noch so eine Falafel hier, aber natürlich auch was von dem geilen Lachsteak übergelassen jetzt für die Mitte des Salates. Und wir sind schon mit der Gabel hier und da ein bisschen tiefer gekommen, wo ihr seht, da erwartet uns gleich eine kleine Überraschung. Und die könnte geschmacklich nochmal für das nächste Highlight sorgen. Oder, wie es viele von euch schon geschrieben haben, die eine oder andere hat es schon entdeckt, noch stopfen. Aber bis jetzt kommen wir mit unserer 10 Kilo Bowl gut zusammen. Und was ich euch sagen muss, gerade zieht zwar ein bisschen Wind auf, aber es ist mega angenehm hier zu essen. Mega schönes Wetter, tolle Location. Also hier macht es echt Spaß. Ich sag mal, abgesehen von so einer Riesenportion auch normale Sachen zu essen, wie ihr es ja auch kennt. Mit dem Pastrami-Sandwich etc. pp. Also ich habe viele von euch auch schon getroffen im Vorhinein, im Nachhinein, auch wenn wir nochmal Fotos machen. Meine Lieben, hier hat sich damals der Kampf für kostenloses Essen auf jeden Fall gelohnt. Ey. Und jetzt auch die Bowl. Also meine Lieben, ich würde sagen, wir nehmen mal wieder unser Besteck raus. Gerade frischt der Wind auf und jetzt kommen wir zu dem, was ich euch gerade oder im Livestream schon mal gemacht habe. Denn wir haben jetzt unsere nächste Wrap-Schicht, bevor wir nachher zu dem kleinen Signature noch kommen. Der Wrap, das ist das Geile, beziehungsweise ist ziemlich geil aufgeweicht. Ich glaube, wir kriegen ihn kaum noch eingerollt. Und darunter versteckt sich dann aber, und man sieht es jetzt schon, und deswegen ist der Wrap halt auch so weich, unser Chicken Masala. Reis mit einer gewaltigen Power, Chicken Masala. Halleluja, meine Lieben. Da freue ich mich jetzt richtig drauf. Vorher können wir uns aber ein Stückchen noch von unserem Wrap, den wir jetzt hier eingerollt haben, noch mit den letzten Bowl-Sachen genießen. Und haben unten drunter jetzt schon das Chicken Masala als wie so eine Art Soße-Wrap. Ne? Dieser andere Geschmack, der jetzt gerade bei mir durchkommt mit dem Chicken Masala. Und dadurch, dass der Wrap so richtig aufgeweicht ist und wir da drin aber immer noch so Komponenten haben von vorher, wie so Hähnchen, teilweise auch sogar noch Lachs. Wie gesagt, das Einzige, worauf ich verzichten könnte, wäre das hier jetzt die rote Beete. Aber unser Chicken Masala ist mit Reis gefüllt. Wir können ja mal kurz zusammen in die erste Schicht gehen. Chicken Masala mit Reis. Boah, das könnte so ein kleiner Endgegner gleich werden. Aber wir gehen jetzt erstmal noch rein in unseren letzten Wrap-Stück, bevor wir Chicken Masala nehmen. Und, was wir noch gar nicht gemacht haben, fällt mir gerade auf, obwohl ich es da hier habe, verschiedene Soßen. Mal die erste, Barbecue. Hätten wir zu dem Pastrami auch gut nehmen können. Und ich glaube, das ist die, ja, die auch hier weltbekannte Rubensoße. Halleluja. Rein in den letzten Wrap und dann rein ins Chicken Masala. So, meine Lieben, die Dreiviertelstunde haben wir gleich fast angebrochen. Und damit, seht ihr das, ist von dem Chicken Masala gar nicht mehr so viel über.
Wir kommen dann zu dem, worauf ich mich langsam freue. Nochmal einmal ein Pita-Brot, was wir nochmal diesmal, ich glaube, es geht eher dann in diese mexikanische, glaube ich, orientalische Richtung, wie so eine Art Wrap, ne? Wenn wir den Reis gleich mit dem Chicken Masala nochmal eindrehen und dann unser letztes Pita-Brot nochmal haben. Und dann haben viele von euch gefragt, was gibt es als Nachtisch? Ihr wisst ja, Nachtisch darf nie hier fehlen, aber wenn Big M eine Bowl macht, dann kann man noch ein bisschen tricksen und vor allem unten vielleicht schon mal den Nachtisch positionieren. Einige von euch haben es schon entdeckt. Ich würde sagen, wir können ja schon mal vorsichtig, denn ich glaube, es könnte jetzt schon für den Wrap ausreichen, dass wir den eindrehen. Oh ja, das funktioniert sehr gut. Und haben damit einmal aus dieser Bowl, da seht ihr mal, was eigentlich an Masse da drin war. Könnt ihr gerne mal schreiben, wer allein von diesem Burrito, von diesem, ich sag mal, ja, Brot schon satt wäre. Unseren nächsten Wrap, in den wir reingehen mit Chicken Masala und Reis. Meine Lieben, ich habe gerade gehört, oder mir ist zufällig aufgefallen, jetzt nach 51 Minuten, wir hatten ja gerade eigentlich schon unseren nächsten Lagen Pita-Brot, beziehungsweise Brot, was ich gerne in der Bowl hatte. Aber man hat sich, glaube ich, hier ein bisschen vertan, denn das kommt auf jeden Fall nicht auf meinen Mist, noch eine zweite Lage Brot mitzumachen. Das heißt, ich habe jetzt geschaut, dass definitiv noch mal ein bisschen von dem Reis da ist. Ja, aber ansonsten leider jetzt nur noch ein bisschen Reis mit ein bisschen Pita-Brot. Das Einzige, was wir jetzt schauen, ist, dass wir das mal ordentlich aufrollen, denn dann kommt eigentlich das, worauf ich mich jetzt eigentlich schon drauf gefreut habe. Und das ist, nein, nicht die rote Beete, nein, das ist kein Salat mehr, nein, das ist auch kein Reis mehr, sondern schöner Joghurt und dann passend zu dem Wetter hier mit ordentlich Früchte, frisch hoffentlich aus Wien. Aber diesmal hat der, ich sag mal so, diesmal haben wir einen anderen Wrap, denn der hat schon Joghurt-Vibes. Okay. Und selbst der casht mich gerade. Also klar, man hat jetzt oben natürlich noch den deftigen Geschmack, man hat das Brot. Aber dieser Joghurtgeschmack jetzt schon dabei. Aber wir gehen erstmal das Brot rein, dann schauen wir, was wir zum Nachtisch kommen. Beziehungsweise keinen Nachtisch, sondern die Bowl langsam fertig machen. Also meine Lieben, damit sieht das nach knapp einer Stunde, vor knapp einer Stunde, haben wir damit auch unsere herzhafte Seite soweit durch und gehen damit rein in unsere Sweet, sage ich mal, Signature und damit ein bisschen Joghurt, was wir uns hier schön verfeinert haben, 9 Löffel noch eben besorgt und damit auch natürlich bei über 30 Grad Wassermelone. Boah, ich habe es gerade schon bei dem Wrap gemerkt, wenn man diese süße Komponente hat. Orange. Geil, meine Lieben. Das tut gut. Es muss gar nicht immer, natürlich tut es auch umso besser, mal so was Deftiges sein. Wie ich sag mal jetzt so ein geiles Schokosoufflé, was wir sonst mal haben. Aber jetzt hier gerade der Joghurt bei dem Wetter, über 30 Grad, nach knapp, sage ich mal, 9 Kilo, die wir jetzt schon hier herzhaft gegessen haben. Ananas, geil. Boah. Also, Joghurt, Heidelbeeren, Ananas, Erdbeeren, Orange, meine Lieben. Ich würde sagen, darauf können wir nochmal ordentlich Genuss geben. Habe ich mir gut zusammengestellt, oder? Danke für die 10 Kilo an euch. Halleluja, wir hätten auch 8 oder 9 gereicht, vielleicht auch 7. Also meine Lieben, wir gehen damit in unsere letzten 4 Früchte. Wir haben noch zweimal Ananas, wir haben noch Orange und Erdbeere und das, was viele von euch im Livestream wollten, um es nochmal hier richtig dreckig und wild werden zu lassen. Und auch das hatte man hier wohl parat, habe ich am Anfang gar nicht drüber nachgedacht, aber umso wilder. Die jetzt ist tatsächlich noch so eine kleine Schokosoße on top mit so ein paar Früchten. Ai. Nehmen wir uns mal die erste Ananas hier. Okay, geil. Okay, geil. Wir haben am Ende noch was gefunden, wie wir die Bowl noch toppen können. Nochmal auf eine Erdbeere. Oh ja, Erdbeere Schoko ist geil. Schreibt mal rein, was eure Lieblingsfrucht jetzt wäre. Und jetzt unsere letzte Frucht mit Orange und nochmal ordentlich Schokofrucht drüber. Schokofrucht sage ich schon, Schokosoße. Oh, das müssen wir jetzt aber genießen hier. Geht. Super. Boah.
Halleluja. Geil. Daumen hoch. In 1 Stunde 10 Minuten unsere, ich würde sagen, bisher damit größte Bowl, die wir jemals gegessen haben. 10 Kilo geschafft. Und auch unser, glaube ich, größtes kostenloses Essen, was wir jemals bestellt haben. Zumindest was die Größe jetzt angeht. Das war geil, aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, es wäre jetzt gelogen, wenn ich nicht sage, ich bin pickepacke voll nach der Bowl. Was auf jeden Fall eine gute Idee war, war wirklich, dass wir uns am Ende noch schön so ein Signature-Dessert gehabt haben. Aber meine Lieben, das war geil. Also, wie gesagt, hier kostenloses Essen. Ich freue mich immer mehr, mehrere Läden mit euch da Challenges anzutreten, das zu schaffen und dann noch irgendwann zurückzukehren, das Ganze so nach und nach mal auszukosten, um wie jetzt auch hier wild zu werden. Schreibt gerne rein, wie es euch gefallen hat. Ich muss sagen, ich fand es super. Hat natürlich auch Potenzial für All-You-Can-Eat-Restaurants oder mit allen, ich sag mal, Restaurants, wo wir bisher kostenloses Essen haben. Was wollt ihr als nächstes haben? Schreibt es gerne mal rein. Ich fand das mal jetzt mal eine ganz geile Abwechslung. Muss aber ehrlicherweise sagen, heute brauche ich jetzt nichts mehr. Meine Lieben, danke fürs Zuschauen. Gerne liken, teilen, abonnieren. Und damit sind wir raus aus Wien. Die Tour geht aber hier noch weiter. Bis zum nächsten Mal. Von Eloa bestelle ich liebe Grüße bei knapp über 30 Grad. Ciao, ciao.